Nachdem wir letzte Woche alle unsere MIDI-Spuren in Audiospuren aufgenommen haben, wollen wir diese Woche etwas Ordnung in unser Projekt bringen, um danach mit dem Mischen anzufangen. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Diese Woche wollen wir mal etwas Ordnung in unser System bringen. Wir gehen also gleich in unser Projekt und halten uns auch gar nicht lange auf. Also auf geht's an den PC. Ja, und da sind wir auch schon am PC angekommen. Wir sehen also jetzt hier den Stand unseres Projektes. Wir haben die einzelnen MIDI-Spuren hier blau eingefärbt, in Audiospuren hier so rosa eingefärbt, alle einzeln aufgenommen. Auch unsere ganzen Schlagzeuginstrumente, die wir ja nach Kanälen aufgetrennt hatten, haben wir einzeln aufgenommen. Und jetzt können wir mal etwas Ordnung in dieses System bringen. Denn als erstes möchten wir die MIDI-Spuren hier entfernen. Die wollen wir aber nicht löschen, sondern die wollen wir einfach in einen Ordner schieben. Dazu gehen wir hier oben auf dieses Plus-Symbol und können uns als Spur eine Ordnerspur heraussuchen. Als Namen möchte ich hier MIDI-Spuren vergeben. Spur hinzufügen. Und diese Spur schiebe ich mir mal ganz nach oben und markiere mir jetzt durch Halten der Steuerungstaste all meine MIDI-Spuren. So, jetzt haben wir sie alle. Wir gehen hoch, klicken jetzt in die markierte Spur und schieben sie jetzt einfach in diese Ordnerspur MIDI-Spuren, bis dieser grüne Pfeil hier erscheint. Und damit haben wir alle MIDI-Spuren in einem Ordner. Diesen Ordner können wir jetzt zuklappen und damit haben wir nur noch unsere Audiospuren im Projekt. Damit wir jetzt diese MIDI-Spuren nicht doppelt hören, schalten wir die jetzt stumm. Wir muten. Und damit hören wir jetzt, wenn wir das Projekt abspielen, nur noch unsere Audiospuren. Das sind also jetzt die Rohdaten unserer Audiospuren. Und jetzt können wir damit anfangen, mal diese ganzen Spuren etwas zu sortieren. Ich möchte hier bei mir mit den Schlagzeugspuren anfangen. Das geht ab hier los. Und diese Schlagzeugspuren möchte ich einfach als erstes in meinem Projekt haben. Diese möchte ich noch farblich markieren. Bei mir sind die Schlagzeugspuren alle blau. So, jetzt haben wir unsere Schlagzeugspuren. Als nächstes möchte ich den Bass haben. Der Bass bekommt bei mir immer die Farbe Gelb. Und als nächstes können wir schon mit den Gitarren weitermachen. Wir haben also hier eine Akustikgitarre, eine Ukulele, eine Rhythmusgitarre. So, und die Gitarren sind bei mir immer grün.
Jetzt kommen wir als nächstes zu den Pad- und Streicherstimmen. So, das war noch unser E-Piano. Dieses schiebe ich mal unter diese Panflöte. Da schreibe ich mal noch dazu Melodiestimme. Und hier zweite Stimme. Die werden wir wahrscheinlich dann beim Endmix, wenn wir noch Stimmen eingesungen haben, nicht brauchen. Aber als Unterstützerstimmen für den Gesang ist es vielleicht gar nicht verkehrt. So, und wir haben jetzt hier noch einen Effekt, Reverse Symbol, den nehmen wir noch mit hoch. Das Playback selbst brauchen wir im Moment erstmal nicht, das können wir erstmal stumm schalten. Unsere Drumspur benötigen wir gar nicht mehr. Und somit haben wir unsere Spuren jetzt erstmal sortiert. Wir vergeben jetzt für unsere Stimmen, die noch keine Farbe bekommen haben, noch die entsprechende Farbe. So, und die anderen können wir jetzt entsprechend lassen. Hier haben wir noch einen Synthesizer vergessen. Ja, den machen wir auch in diesem roten Bereich. So, somit haben wir jetzt also unser Projekt erstmal farblich sortiert und können anhand der Spurfarben schon sehen, welche Sounds da jetzt wo liegen, in welcher Gruppe gehören sie dazu. Ja, und jetzt können wir anfangen und können die einzelnen Spuren bearbeiten. Und zwar möchten wir jetzt die ganzen Spuren entsprechend freischneiden, so dass wir solche Bereiche wie hier zwischen den einzelnen Sounds sind ja Zeiten, wo Stille ist. Ich zoome einfach mal hier mal so in so eine Spur hinein. Wir haben also jetzt hier Bereiche, wo Stille ist, und diese wollen wir jetzt in der Spur auf allen Spuren natürlich erstmal freischneiden, damit dort Nebengeräusche gar nicht erst vorhanden sind. Ich kann mir also jetzt hier mein Scherenwerkzeug schnappen, klicke mit der rechten Maustaste auf die Schere, möchte jetzt hier oben mein Raster eingeschaltet haben, um erstmal grob auf entsprechende Zählzeiten oder Takte zu schneiden. Wir sehen also hier, es rastet immer jetzt an der entsprechenden Zählzeit ein. Und wir können jetzt über die Steuerungstaste und unser Scrollrad natürlich entsprechend weit hineinzoomen, so dass wir natürlich in einem Punkt schneiden, wo wir noch kein Soundmaterial erwischen. Wichtig ist, dass wir hier oben
dieses Symbol aktiviert haben, und zwar Nulldurchgänge finden. Wenn wir jetzt hier schneiden, dann schneidet, wenn dieses Symbol eingeschaltet ist, dann schneidet das genau im Tal. Wenn wir jetzt hier mal reinzoomen, also er würde nie hier auf einen Berg schneiden, sondern er würde immer hier im Tal, wo diese Linie durch die Nulllinie durchgeht, an dieser Stelle würde er schneiden, und damit vermeiden wir, dass wir irgendwelche Knackgeräusche in unserem Projekt dann haben. Zoom also wieder hier rein, können jetzt hier schneiden und können auch dahinter schneiden. Wenn wir jetzt wieder auf die rechte Maustaste gehen, haben wir automatisch unser Auswahlwerkzeug. Wir markieren jetzt den Bereich, den wir nicht haben möchten, drücken die Entferntaste und somit haben wir den ersten Schnitt getan. Wir können jetzt also hier wieder auf unsere Schere gehen, schneiden hier, können das markieren, Entferntaste drücken und somit haben wir das nächste Stück dann entsprechend freigeschnitten. Wir können das Ganze natürlich dann in größeren Cubase-Versionen, können wir das einfach automatisch machen. Wir können jetzt zum Beispiel hier uns mal diese Spur anschauen. Da gibt es den Bereich unter Audio erweitert Stille suchen. So, und da öffnet sich dann ein Fenster, wo wir schon jetzt genau sehen, aha, hier sind unsere einzelnen Signale dieser Clap und alles dazwischen ist nicht ausgewählt. Also er hat jetzt hier über den Schwellenwert schon richtig erkannt, wo liegen meine einzelnen Töne. Ich kann jetzt über Vergrößern dieses Wertes oder Verkleinern dieses Wertes, kann ich das entsprechend einschränken. Wir sehen also jetzt, ich habe den Schwellenwert so weit erhöht und er erkennt nichts mehr. Gehe ich jetzt wieder in die andere Richtung, hat er jetzt wieder alles erkannt. Vor diesem Wert haben wir sozusagen jetzt noch verschiedene Schwellenwerte. Wir haben Pre- und Post-Roll, also wie viele Millisekunden zuvor bzw. danach soll noch Signal ermittelt bleiben. Wir sehen hier, er hat hier 47 Bereiche ermittelt. Wir können jetzt hier anhaken, er soll die Stille wegschneiden, soll das automatisch tun. Wir berechnen und damit haben wir hier unsere einzelnen Claps freigeschnitten. Und wir sehen auch, wir haben hier etwas davor Luft und lang genug ist alles ausgeblendet, so dass nichts vom Sound verloren geht. Und somit können wir hier automatisch freischneiden. Ja, und das Ganze möchten wir natürlich jetzt mit allen unseren Spuren tun. Wir schneiden also jetzt alles frei und wenn wir das geschafft haben, dann sehen wir uns wieder und machen mit dem nächsten Teil weiter. Also, auf geht's! So, wir haben jetzt alles an Spuren freigeschnitten, so wie wir das gerne möchten. Sehen also jetzt hier unsere einzelnen Abschnitte. Und jetzt möchten wir das Ganze natürlich schon mal etwas vormischen, so dass jede Stimme ihr bestimmtes Lautstärkeverhältnis erstmal grob bekommt. Also einen kleinen Vormix oder Remix, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wir drücken die Taste F3.
und kommen damit in unseren Mischer. Jetzt haben wir hier ja eine Unmenge an Spuren, wie man sieht. Also viele Spuren. Und in unserer Cubase-Version können wir natürlich uns hiervon anzeigen lassen, was wir denn angezeigt haben möchten. Also die Eingangskanäle von meinem Interface, die brauche ich jetzt zum Abmischen nicht. Kann dort also den kompletten Haken rausmachen. Jetzt kommen wir als nächstes zu den MIDI-Spuren. Die brauchen wir natürlich auch nicht, also können wir die hier auch komplett rausnehmen. Und somit haben wir schon etwas mehr Übersicht in diesen Spuren. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Zonen anzulegen. Wir haben also jetzt hier den Stereo Out, den möchte ich gern ganz links haben. Damit ist er etwas separiert. Und haben jetzt hier eigentlich alle Spuren, die wir brauchen. Und jetzt können wir dahergehen und fangen erstmal unseren Mix an, indem wir sagen, alle Spuren, die wir jetzt hier haben, die ziehen wir ganz einfach alle erstmal herunter. Außer natürlich unser Stereo-Ausgang, der bleibt immer bei 0 dB stehen. Dieser Regler wird nicht angerührt. Der bleibt, wo er ist. So, und dann können wir dahergehen und können als erstes uns die Spuren noch mal etwas anders sortieren. Ich möchte also jetzt diese Schlagzeugspuren noch mal etwas anders sortieren. Also es soll losgehen mit der Bassdrum, danach die Snare und die Clap. Dann hätte ich gern die Toms, hätte dann die Hi-Hat, dann kommen die Cymbals, die Crashbecken, Shaker, hier ist noch eine Snare, die gehört noch hier hoch und eine Cowbell, ja, die können wir eigentlich hier beim Shaker lassen. Genau. Somit haben wir das sortiert. Hier markieren wir uns unsere Bassdrum und die ziehen wir jetzt hier mal so auf minus 10 dB hoch. Also wir wollen noch genügend Headroom haben, um dann hier noch entsprechend Signal zu haben. So, und wenn wir jetzt mit unserem Projekt anfangen, dann sehen wir hier, die Bassdrum tut schön ihre Viertel vor on the floor durchdrücken. Und wir können jetzt anfangen, die entsprechende Spur zu bearbeiten. Wir können also jetzt hier in die Kanaleinstellungen gehen und sehen jetzt hier das Signal unserer Bassdrum. Ja, und da geht es eigentlich los. Wir können jetzt hier natürlich als erstes anfangen, einen entsprechenden Filter zu setzen. Und zwar möchte ich hier einen High-Pass-Filter setzen. Den setze ich hier ganz am Rand, um die tiefen Frequenzen unter 40 Hertz. Hier haben wir sogar 20 Hertz haben wir eingestellt. Das können wir vielleicht sogar noch etwas höher nehmen. Um die da wegzunehmen. Und jetzt können wir unsere Bassdrum natürlich entsprechend formen. Wir können jetzt hier in dieses Band hineinklicken
können hier über diesen Q-Faktor die Breite der Filtergüte ändern, haben hier die Frequenz, an der wir uns gerade hier befinden, und haben jetzt hier die Verstärkung oder die Absenkung. Und somit kann ich jetzt hier meinen Sound entsprechend färben. Natürlich hören wir jetzt in diesem Fall nichts und deshalb ist es sinnvoll, wir schalten aus der Mixeransicht um. Wir sehen jetzt, sind schon außerhalb von unserem Projekt. Gehen jetzt einfach an eine Stelle, wo diese Bassdrum immer wieder spielt. Wir sehen jetzt hat es hier diesen Bereich, den ich hier markiert habe, hat es hier markiert. Wir schalten jetzt auf unseren Cycle. Mit der Taste 1 springen wir am Anfang dieses Cycles hinein. Und wir können jetzt beobachten, dass es wieder zurückspringt. Und somit können wir sicher gehen, dass wir bei der Bearbeitung dann entsprechend immer unser Signal zur Verfügung haben, ohne dass plötzlich, weil im Song gerade nichts gespielt wird, dann nichts zu hören ist. Wir gehen also jetzt wieder über die Taste F3 in unseren Mischer, gehen hier auf dieses kleine E in die Kanaleinstellung und können jetzt hier entsprechend unsere also hier so eine Betonung, das können wir noch etwas breiter gestalten. So würde ich es jetzt erstmal lassen. Und wir können uns jetzt als nächstes mal der Snare zuwenden. Ja, sind jetzt wieder in den Kanaleinstellungen und sehen jetzt hier im Bereich unter 100 Hertz spielt gar nicht viel an Snare. Wir können also wieder unseren High-Pass-Filter setzen. Und es kann dann schon gar nichts mehr passieren. Wie gesagt, jetzt können wir noch am Sound und so würde ich das jetzt mal belassen.
Ja, und so können wir uns jetzt Stück für Stück durch die Spuren durcharbeiten. Würden jetzt als nächstes die nächste Stair machen und können dann auch anfangen, über die Panoramaregler entsprechend noch die ganzen Spuren zuzufügen. Ich würde jetzt mal bloß das Schlagzeug mal grob abmischen. Wir schalten also mal unsere Schlagzeugkanäle auf Solo. Müssen uns natürlich jetzt erstmal einen Bereich suchen, in dem möglichst viele Schlagzeuginstrumente spielen. Ich denke, da ist dieser Bereich hier relativ günstig. Genau. Wir gehen wieder in den Mixer mit F3. Ja, und wir können uns dann durcharbeiten, bis wir natürlich dann die einzelnen Sounds alle gehört haben und so grob unseren Mix erstmal eingestellt haben. Ja, wie ihr seht, steckt dann doch einiges an Arbeit in so einem Projekt drin. Wir haben also jetzt unsere Spuren vorsortiert und möchten jetzt als nächstes der Reihe nach die ganzen Spuren entsprechend EQen und im Mix verteilen, und im nächsten Video soll es dann um die einzelnen Effekte für die einzelnen Spuren gehen. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gern abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rico. Ciao.